Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein König, der 3 Söhne hatte. 2 von ihnen waren klug und weise, doch der 3. Sohn sprach nicht viel und war einfach gestreckt. Man nannte ihn den Einfältigen. Als der König alt und schwach wurde, begann er darüber nachzudenken, wer nach seinem Tod das Königreich übernehmen sollte. Er sagte zu seinen Söhnen: Geht hinaus und findet den schönsten Teppich. Derjenige, der ihn mir bringt, wird nach meinem Tod der nächste König. Um sicherzustellen, dass es keine Streitigkeiten geben würde, führte er sie vor sein Schloss, blies 3 Federn in die Luft und sagte: Ihr müsst dem Weg folgen, den die Federn nehmen. Eine Feder flog nach Osten, die andere nach Westen, und die letzte flog gerade nach oben, bevor sie zu Boden fiel. Die beiden älteren Brüder gingen nach rechts und links und lachten über den Einfältigen, der dort bleiben musste, wo die 3. Feder gefallen war. Er setzte sich und fühlte sich traurig, doch dann bemerkte er in der Nähe eine Falltür. Er öffnete sie, fand eine Treppe und ging hinunter. Er kam zu einer weiteren Tür und klopfte an. Drinnen hörte er jemanden singen: Kleine grüne Maid, hüpfend hier und dort. Hüpf zur Tür und schau schnell, wer dort ist. Die Tür öffnete sich, und er sah einen großen, dicken Frosch, der dort mit einer Gruppe kleiner Frösche saß. Der Frosch fragte, was er wollte. Er antwortete: Ich hätte gerne den schönste und feinste Teppich der Welt. Daraufhin rief der Frosch einen jungen Frosch und sagte: Kleine grüne Maid, hüpfend hier und dort, hüpf schnell und bring mir die große Kiste her. Der junge Frosch brachte die Kiste, und der dicke Frosch öffnete sie. Sie gab dem Einfältigen einen Teppich, der so schön und fein war, dass niemand an der Oberfläche etwas Vergleichbares hätte herstellen können. Der Einfältige dankte ihr und ging wieder nach oben. In der Zwischenzeit dachten seine beiden Brüder, dass er so dumm sei, dass er nichts finden würde. »Warum sollten wir uns anstrengen?« sagten sie und nahmen sich einige grobe Taschentücher von den ersten Schäferinnen, die sie trafen, und brachten sie zum König. Der Einfältige kam mit seinem schönen Teppich zurück, und als der König ihn sah, war er erstaunt. »Wenn Gerechtigkeit herrscht, gehört das Königreich dem Jüngsten«, sagte er. Doch die beiden älteren Brüder wollten das nicht akzeptieren. Sie bestanden darauf, dass der Einfältige, der anscheinend keinen gesunden Menschenverstand hatte, nicht König werden sollte, und baten ihren Vater, eine neue Regel aufzustellen. Der König sagte daraufhin: Wer mir den schönsten Ring bringt, wird das Königreich erben. Er führte die Brüder erneut nach draußen und blies wieder 3 Federn in die Luft. Wie zuvor flogen die Federn der beiden älteren Brüder nach Osten und Westen, während die Feder des Einfältigen gerade nach oben flog und in der Nähe einer Falltür auf dem Boden landete. Er ging wieder hinunter zu dem dicken Frosch und sagte zu ihr, dass er den schönsten Ring haben wollte. Sie rief sofort nach ihrer großen Kiste und gab ihm einen Ring, der mit Juwelen funkelte, so schön, dass kein Goldschmied auf der Welt ihn hätte anfertigen können. Die beiden älteren Brüder lachten den Einfältigen aus, weil er nach einem goldenen Ring suchte. Sie machten sich nicht die Mühe zu suchen und nahmen stattdessen einen alten, rostigen Ring von einer Kutsche und brachten ihn zum König. Doch als der Einfältige seinen goldenen Ring zeigte, sagte der König erneut: Das Königreich gehört ihm. Die beiden Brüder hörten nicht auf, den König zu belästigen, bis er sich auf eine 3. Herausforderung einließ. Wer die schönste Frau mit nach Hause brachte, sollte König werden. Der König blies die Federn erneut in die Luft,
und sie flogen wie zuvor. Ohne zu zögern ging der Einfältige zurück zu dem dicken Frosch und sagte: »Ich muss die schönste Frau mit nach Hause nehmen.« »Oh«, antwortete der Frosch, »die schönste Frau ist gerade nicht hier, aber du wirst sie trotzdem haben.« Sie gab ihm eine gelbe Rübe, die innen hohl war, mit 6 Mäusen, die daran gespannt waren. Der Einfältige seufzte: »Was soll ich damit anfangen?« Der Frosch sagte: »Setz einfach einen meiner kleinen Frösche hinein.« Er wählte einen kleinen Frosch zufällig aus und setzte ihn in die gelbe Kutsche. Sobald sie sich setzte, verwandelte sie sich in eine atemberaubend schöne Maid, die Rübe wurde zu einer Kutsche und die 6 Mäuse verwandelten sich in Pferde. Er küsste sie und fuhr schnell zum König. Seine Brüder kamen später an, ohne sich um schöne Mädchen bemüht zu haben. Sie hatten einfach die ersten Bäuerinnen genommen, die sie fanden. Als der König sie sah, erklärte er: »Nach meinem Tod gehört das Königreich meinem jüngsten Sohn.« Doch die beiden älteren Brüder gaben sich damit nicht zufrieden. Sie riefen, dass sie den Einfältigen nicht als König akzeptieren könnten und forderten, dass derjenige gewinnen sollte, dessen Frau durch einen Ring springt, der in der Mitte der Halle hängt. Sie dachten, die Bäuerinnen können das leicht, sie sind stark, aber die zarte Maid wird sicher versagen. Der alte König stimmte zu. Die beiden Bäuerinnen sprangen durch den Ring, doch sie waren so schwer, dass sie fielen und sich Arme und Beine brachen. Dann sprang die schöne Maid, die der Einfältige mitgebracht hatte, so anmutig durch den Ring wie ein Reh, und alle Streitigkeiten mussten enden. So erhielt der Einfältige die Krone und herrschte lange Zeit weise. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.